Ja, du hattest, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass du vorher in der GFL gespielt hast, dass du schon ein bisschen dieses Man-Life bis du 23, 24 Du hast ja erwachsene Teamkollegen. Genau. Die Jungs sind ja auch, die nehmen ja auch kein Blatt vom viele Mund. Vorbilder, wahrscheinlich viele Namen, die du nennen könntest, Ja. die dich geprägt haben, Ja. auch unterbewusst geprägt haben, jetzt im Nachhinein. Ja. Trotzdem war diese GFL-Erfahrung ein Fluch und ein Segen letztendlich, weil du ja deswegen frühzeitig wieder zurückkommen musstest. Ne? Genau. Ich war erst 24 und ich wurde schon interviewt von der NCAA-Vertreter in College, weil die mich gefragt haben, was ich in Deutschland gemacht habe. Und damals, der Coach Day, der Head Coach, hat zu mir schon gesagt, ich soll sagen, Highschool-Level-Football habe ich gespielt. Nichts groß, am besten gar nichts die letzten Jahre und so. Okay, machen, habe ich kein Problem mit. Habe ich auch gesagt, du, ich habe da gespielt. Das ist halt, das ist Highschool-Level-Football, das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Und das haben sie auch so abgenannt, da war das auch erstmal vom Tisch. Leider kam Nicholls State im ersten Jahr in die Bredouille mit der NCAA, weil sie verschiedene Seniors haben weil du brauchst einen bestimmten Notendurchschnitt, dass du spielen darfst. Und die Jungs, den Jungs wurde geholfen, bestimmte Noten zu verbessern, damit sie spielen können. Wir sagen Seniors, Senior ist das Wichtigste im Programm eines Colleges. Klar. Und leider waren da auch die Coaches involviert. Und dann wurde der Offensive Line Coach war es damals, und weil der Head Coach, Head of Operation ist, verantwortlich, auch gefeuert. Dann war erstmal Umbruch. Es ging auch darum, ob das Programm, weil es waren, glaube ich, 9 Spieler, ob das Programm überhaupt stattfinden darf. Also da war richtig viel Investigation. Und als das dann vom Tisch war und wir durften die Saison dann noch spielen, dann kam ich wieder ins Rampenlicht für die NCAA. Und dann haben die ein bisschen länger geforscht. Ja. Und das ging nach meiner Verletzung, ich habe mich ja dann verletzt, ging das los, dass ich auch wieder zu diesen NCAA gehen muss. Und dann haben sie ein bisschen tiefer geforscht und gefragt. Und dann war für mich das Verhängnis, nach dem 21. Lebensjahr gibt es die Regel, dass du, egal wo auf der Welt, Football spielen kannst, aber jede Football-Saison, egal auf der Welt, zählt eine Football-Saison gegen dich. Ja. Das ist einfach, um die jungen Spieler zu schützen, sonst würden sich die Colleges erwachsene Männer ins Team holen. Und da hätten sie natürlich einen psychischen und auch physikalischen Vorteil, was auch verständlich ist. Genau. Und da war für mich klar, dass ich auf jeden Fall ein Jahr einbüßen muss, eigentlich 2. Und für das eine Jahr mehr habe ich dann halt richtig gekämpft. Und hatte dann eigentlich bis ins 2. Jahr hinein, bis zum Frühjahr, nur mit der NCAA zu tun und habe es eigentlich auch geschafft. Und dann im 2. Jahr, ich war eigentlich dann Sophomore, nicht mehr Freshman. Zweites Jahr. 2. Jahr. Und die Saison ging los, ich habe gespielt. Ich habe gespielt, mehr oder weniger. Also ich war jetzt kein Starter. Und dann war Homecoming. Und Homecoming ist Senior Day. Das heißt, alle Seniors werden nochmal geehrt, die Eltern kommen, es wird eine Blume überreicht. Da hat jedes College seine Tradition. Aber das Problem war, mein Name stand auf dieser Senior List. Als Sophomore. Genau, eigentlich als Sophomore. Eigentlich als Sophomore, ja. Und dann ging ich auch ins Büro rein und sagte, warum steht mein Name darauf? Ich bin kein Senior, ich bin Sophomore, ich werde Junior. Head Coach sagt, weiß er nicht. Geh mal zu dem von der NCAA. Und ich weiß, ich habe mit dem von der NCAA geredet und der hat mir das auch versichert. Aber in dem Moment hat er gesagt, ja, du bist dieses Jahr Senior, es wurden die doch 2 Jahre genommen. Ich so, nein, 1 Jahr. Wir haben doch darüber geredet, war das doch vom Tisch. Nee, es ging um 1 Jahr. Und es ging wieder eine Investigation los. Und es ging um das Jahr 2003. Da habe ich auch für Cologne Crocodiles gespielt. Aber ich wollte denen weismachen, dass ich da nur auf dem Roster stand. Weil es kam ja nichts, was sie nachweisen konnten und so weiter. Aber die NCAA, sage ich euch, wenn die sich auf was festbeißen und die haben halt gern Unrecht. Und die haben gern Recht oder genau. Nicht gern Unrecht. Genau, also die wollen das, was sie denken oder was sie dir wollen sie bewahrheiten. Ja. Und
ich hatte halt eine plumpe Story und ich blieb bei der und ich wusste, die können nichts nachweisen, weil es ging in der ersten Investigation auch darum, weil ich in der GFL gespielt habe, dass ich als professioneller Spieler gelte. Ja. Und im College reicht es, wenn du einfach nur ein T-Shirt annimmst, dann bist du schon professionell. Und du darfst nicht mehr College spielen, weil du bist dann ein Profispieler. Du hast Geld genommen oder irgendeine Sache, dass du spielen darfst. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, nein, das ist nicht so, bla bla bla. Dann haben sie aber rausbekommen, dass es doch so war, von anderen Coaches, die denen das bestätigt haben. Und, aber ich konnte es trotzdem, die konnten es mir nicht nachweisen. Ich hatte dann auch Glück mit dem Präsidenten von Cologne Corridors, der hat mir dann auch eine Bestätigung geschrieben, dass ich nur auf dem Raster stand, weil ich habe gesagt, hier, die müssen spielfähig sein, das ist so eine Lizenzierung. Hat auch alles gut geklappt. Und dann gab es noch ein letztes Verhör sozusagen. Und dann zeigt mir der nette Mann gegenüber ein Foto. Da haben wir 2003 gegen Hamburg gespielt und wir waren voll die Underdogs und ich hatte ein richtig gutes Spiel und wurde von den Fans, von der Devilmania, wurde ich geehrt als bester Defense-Spieler des Spieles mit Foto allem drum dran und Coupon und du lächelst in die Kamera mit Datum allem drum dran und sagst, explain us this. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, you got me. You got me. Mhm. Und dann war ich von heute auf morgen Senior und habe eigentlich nie wirklich gespielt. Ab und zu mal ein Play. Und im Nachhinein, was ich heute weiß, hätte ich meine Verletzung, hätte ich sogar ein Medical Redshirt nehmen können. Ja. Ne? Hätte ich das ja ausgesetzt, hätte wieder trainieren können. Ja. Als die Investigations losgehen, hätte ich ein Redshirt genommen. Hätte ich 2 Jahre trainiert vom Fenster und wäre dann noch volle 2 Jahre Junior und Senior. Im Nachhinein. Im Nachhinein weiß man es immer. Aber das ist, was ich auch hier nimm das Redshirt. Ja. Weißt du, was besser ist als 4 Jahre College? 5 Jahre. Und wenn ich verletzt, 6 Jahre. Nimm alles mit. Und am Ende, weißt du, was das Wichtigste ist? Im Nachhinein, du kriegst eine Ausbildung umsonst. Ja. Die Leute nicht bezahlen können in Amerika zum größten Teil. Mhm. Ja, wir reden von $20.000 Semestergebühren. Und die großen Campus, die es da gibt, da gehst du weit noch drüber. Also ich weiß nicht, was da die Zahlen sind. Da kannst du ja schauen. Ja. Aber das ist, was du mitnimmst. Und das muss man sich bewusst machen. Weil die Chance, den nächsten Step zu machen, Profi, NFL, die ist gar unmöglich. Ja. Ne? Also es ist unter 1%. Ne? Und selbst die reinkommen, da redest du vielleicht von einmal eine Saison, einmal Training, aber geschweige von einer Karriere. Ne? Durchschnittskarriere eines NFL-Spielers ist 2,5 Jahre. Klar. Und aber es war dann dementsprechend auf einmal zu Ende. Und das das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schwer für mich. Das glaube ich. Der Traum NFL oder auf Pro-Level zu kommen, war dann wieder ein Schritt zurück oder weiter weg als vorher wahrscheinlich. Weiter weg, ja. Aber war nicht komplett weg. Er war nicht komplett weg, das auf gar keinen Fall. Aber es war halt auch der Traum des Colleges. Ich habe mir das selber besorgt. Ich habe mich selber recruited. Ja. Und leider habe ich erfahren, dass auf die Informationen, die die NCAA bekommen hat, war von ehemaligen Trainern, die ich hatte. Ja, natürlich. Und das zu schlucken, was ich aber weiß, dass jetzt anders ist, oder anders war, ist dann auch natürlich nochmal eine riesen Erleichterung, aber in dem Moment ist deine Welt zerstört. Richtig. Und da muss ich auch sagen, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Es war nicht einfach. Ne? Und das zu akzeptieren, dass du erstmal auf dem Campus bleibst und dann, meine Eltern wollten mir sogar die Schule bezahlen, dass ich einfach meine Ausbildung zu Ende führe, weil ich hatte auch noch nichts in der Hand. Ja. Und ich war ja dann schon 26. Ja. Ne? Und dann hat man ja so, gut, du bist jetzt 26, du hast noch keine Ausbildung, du hast ein Fachabitur, du hast ein abgebrochenes, also du bist jetzt gerade da mittendrin im Studium. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte auf dem Campus nicht mehr bleiben. Es war für mich so, ich konnte kein Football spielen. Ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn du siehst, die trainieren dort und du darfst nicht mehr daran teilnehmen. Mhm. Und dann habe ich halt in der Nacht meine Mutter angerufen, geweint und habe gesagt, ich muss zurück, ich muss einen anderen Weg nehmen. Und da war der Weg für mich, ich komme zurück, GFL, NFL Europe. Mhm. Und das haben wir dann auch so umgesetzt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt in einem Alter, wo es kritisch wird. Ja. Weil der Traum ist, mit 26 noch NFL überhaupt einen Fuß reinzukriegen. Das ist so das Alter. Und danach musst du über Plan B Gedanken machen. Da musst du realistisch sein. Und das war halt dieser Struggle, den ich hatte. Ja. Deswegen zurück, 2006, Hamburg.
Das war dann das Team, was letztendlich, ich habe einfach jeden geschrieben, hey, ich komme wieder zurück, kann ich bei euch spielen? Und Hamburg, das war Coach Roman, das war lustig, weil er dachte, er wusste nicht, dass ich Deutscher bin. Und dann ging es darum, er wusste, ich bin Europäer, das heißt, ich hätte ein E gekriegt, weil Serbe. Ja. Und wir haben uns dann noch unterhalten. Er war dann am Ende der Coach, mit dem ich wo ich gesigned habe sozusagen oder wo ich dann zurückkomme. Und dann sagt er, ja Milan, wir haben jetzt schon unsere Imports und du kommst jetzt halt auf den letzten Drücker. War ja so, April ist ja eigentlich, wo GFL dann die Imports und alles drin hat. Und hat er so rumgekraxelt und hat gemeint, ja, könntest du auch O-Line spielen oder was auch immer. Ich so, kann ich auch machen, Coach, aber warum? Ja, weil du bist ja Serbe und dann kriegst du ein E und wir dürfen ja nur so viel A's und E's auf dem Feld haben auf einmal und in der Defense sind wir schon voll. Das heißt, wir müssten das irgendwie rotieren und so weiter. Dann sage ich so zu dem Coach, ich bin Deutscher. Und er so, you're German? Und wer Coach Roman kennt, der sagt dann immer erst mal ein paar Worte vorher und war dann erleichtert. Ja. Und dann war das Ding auch dann so, okay, cool, alles gut. Ne, und dann halt Flug zurück nach Neuwied zu den Eltern und dann hat mich ein Kollege abgeholt. Dann sind wir nach Hamburg und dann wieder in Deutschland. Aber jetzt mit dem Ego eines College-Spielers. Ja, Mann. Also auch wenn du nicht gespielt hast in College, aber du hast Training gehabt, glaub mir. So viel Training, wie du da hast, so viel hast du nicht in Deutschland gespielt. Ja. Und auch diese Fundamentals, die drin sind, also auch das Spielverständnis, Videotape, was du über dich gesehen hast. Da war ich war jetzt so, hey, was wollt ihr von mir? Ich bin jetzt da. Ja. Und vor allem, ich war kein A, kein E auf dem Helm. Und Frei. Es war so ein Willkommensding auch. Ich war ja in Hamburg 2000, die ganzen Jungs waren noch da. Ja. Aber die kennen mich als Jugendspieler mit 18. Auf einmal kommst du zurück mit 147 Kilo Vollbart. Und dann gucken dich die Jungs an von früher und sagen, Milan? Alter. Ich sag, ja. Ich bin ein bisschen rumgekommen. Ja. Wie war dann der Mut bei den Devils? Also das war ja GFL 2006. Was ging also in der Saison dann? Mit den Imports war richtig cool, man konnte sich austauschen. Ich konnte denen auch sagen, wie es in Deutschland läuft. Dann habe denen auch gesagt, ey Jungs, seid schlau. Ja, hier kannst du auf jeden Fall auch entspannter an die Sache rangehen. Ist nicht so wie im College. Hab denen dann natürlich Hamburg gezeigt. Das war halt cool. Ich konnte so ein bisschen teilen, ne? Also Erfahrungen. Und vor allem, was cool war auch mit denen, weil du merkst halt, die Jungs sind noch unselbstständig, die auch auf dem Campus, ist ja trotzdem alles für dich fertig. Und ich konnte die ein bisschen an die Hand nehmen, so was ich mir auch früher vielleicht gewünscht hätte in Hamburg, wo ich 18 war, dass die halt nicht so aufgeschmissen sind. Ja. Ne? Ein bisschen auch wie der Coop es erklärt hat in eurem Interview. Er hatte Angst. Und weil es ist neu, es ist vollkommen verständlich. Und das habe ich auch direkt den Jungs auch angeboten. Ey, ich zeige euch alles, Aldi, Penny und so Sachen. Ne? Wo könnt ihr einkaufen, günstig und so weiter. Und was mich geschockt hat, war die Trainingsbeteiligung. Ja. Wir waren manchmal nur 10, 15 Mann. Im GFL-Team, in Hamburg. Was ist passiert? Ja. Trotzdem waren wir so eine dreckige Gruppe. Ne? Wir haben halt, zum Spiel kamen alle. Es war einfach, die Zeiten haben sich geändert. Beruf, Kinder. Ja. Da war ich noch nicht, aber das war das. Und trotzdem waren das noch die alten Hasen und die haben viel trotzdem selbst gemacht. Ne? Und wir haben trotzdem eine gute Saison gespielt. Auch teilweise, wo du dachtest, da gewinnst du nicht, haben wir gewonnen. Also es war Spaß, es war wirklich Spaß. Ne? Aber mein Ziel war NFLA. Und da habe ich auch schon die Coaches angerufen und Coach Tony Allen war damals der Head Coach von Team Europe und den habe ich auch angeschrieben. Ich habe alle angeschrieben. Das war die Erfahrung aus dem College. Schreib's alle an und sag's denen und sagst, hey, ich bin hier, was können wir machen? Ja. Und dann war ich auch in der Saison 2006 danach auch in der NFL Europe involviert in den Camps. Und das war dann so, wo ich sage, okay, gehen wir dann in NFL, war immer das Ziel. Das war, also zumindest halt alles versuchen, nichts bereuen. Und das war dann der Weg. Okay. Und dann war NFL Europe am Start. Hast da ein bisschen Luft geschnuppert? Luft geschnuppert, Camps
mitgemacht, war aber auch ein bisschen entsetzt, was da teilweise rekrutiert wurde. Ja, Also Jungs mit wenig Erfahrung, ja, was ich nicht verstanden habe, aber war mir egal. Ich habe gesagt, Football ist Business und ich bin bei mir. Und für mich war das Ziel, dass ich in einem NFL Europe Team lande. ja.